Ahoi, schön, dass ihr da seid. Wir weihen heute die Malecke ein und dafür habe ich mir eine Leinwand ausgesucht, die sehr groß ist. 50 x 50 cm vom Gerstecker und 4,5 cm dicker Rand. Das könnt ihr hier sehr gut sehen. Hier ist einmal mein Zeigefinger und dann seht ihr schon, wie dick der Rand ist. Ich habe heute auf meine kleinen Töpfchen hier verzichtet, weil das wäre sonst alles zu hoch gewesen und ihr hättet gar nichts sehen können. Ich hatte ein paar Probleme mit den Kameraeinstellungen. Die anderen Leinwände, die ich sonst benutze, sind kleiner. Deswegen kriege ich das dann mit dem Handy besser hin. Ich habe mich inspirieren lassen von der neuesten Staffel von Arcane. Und das heißt, also falls ihr Arcane nicht kennt, das ist eine Serie zu League of Legends, einem Computerspiel, einem MOBA, was schon seit gefühlten Ewigkeiten draußen ist. Und mein Favorit ist natürlich Jinx. Mit Jinx kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren. Vergessen, die kleine Lampe anzumachen. Ich glaube, jetzt könnt ihr ein bisschen besser gucken. Denn draußen herrscht gerade Regen. Ich weiß nicht, ob das Mikro das aufnimmt. Aber es geht gerade nicht anders. Wetter kann man sich nicht aussuchen. Kurz zu den Farben, die ich heute verwende. Ich habe natürlich einmal Weiß als Basis ausgesucht. Dann habe ich mir auch noch einmal Schwarz angemischt. Und das ist Indigo-Blau mit einem dunklen Lila. Die Farben sind alle von Liquitex Amsterdam und zwei Highlights, da kommen wir gleich noch zu. Das ist einmal Rot mit Weiß gemischt, um ein helles Rot zu erzeugen. Und diese beiden, das sind die Highlights, die sind von Pebeo und das ist irisierendes Blau und irisierendes Pink. Und das bedeutet, dass diese Farben schimmern und ich hoffe, das tun sie auch, wenn das Bild getrocknet ist. So, ich habe mir auch ein Set Rakel bestellt. Das sind diese Dinger, die sehen aus, als würde man da Kuchen mitmachen. Also hier, das benutze ich gleich, um das einmal so ein bisschen zu wischen. Und ihr wisst, ich nehme super gern die Gabel. Und hier habe ich einfach quasi eine Gabel 5.0 gefühlt, weil hier ganz, ganz viele Zacken sind. Und damit können wir dann gleich einmal schön so durchgehen und ein wunderschönes Muster erzeugen. Da bin ich schon wahnsinnig, wahnsinnig gespannt drauf, denn ich liebe einfach diese Serie. Und Jinx ist einfach so ein cooler Charakter. Den haben sie auch echt super dargestellt. Ein kleines Mädchen, das einfach nur irgendwo dabei sein möchte, das gerne Freunde haben möchte, Anschluss finden möchte. Und gefühlt alles, was sie macht in ihren Augen, geht irgendwie schief, geht nach hinten los. Und dabei wünscht sie sich eigentlich nur das, was sich jeder Mensch wünscht, denke ich mal, oder viele. Einfach nur Ruhe, Freunde und irgendwie ein bisschen Anschluss finden. So, ich werde die Basis hier einmal ein bisschen mischen. Mal gucken, wie wir das später dann mit dem Rand machen. Ich werde das Video jetzt auch nicht beschleunigen, das lass uns hier einfach mal in Echtzeit genießen. Mach dir einen Tee, schau mir gerne zu, nimm vielleicht dein Skizzenbuch und arbeite selber auch ein bisschen mit. Lass dich inspirieren. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dich sonst so inspiriert. Vielleicht schaust du ja auch gerade eine Serie. Bei Agatha All Along gab es ja gerade das Staffelfinale, die habe ich halt davor geschaut. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das so weitergeht. Das machen wir mal so. So, und auf jeden Fall, deswegen habe ich heute auch die großen Becher genommen, niemals zu wenig von der Farbe anmischen. Ja. Und da die Leinwand hier sehr groß ist, versuche ich natürlich mein Bestes, euch hier im Bild drin zu halten, damit ihr alles sehen könnt. Und später, wenn wir beim Endergebnis sind, beim Nassen, nehme ich euch natürlich
wie immer mit. Und hier auf die Einweihung von der neuen Ecke, da habe ich mich natürlich auch schon sehr, sehr drauf gefreut. So, jetzt gucken wir noch mal, dass wir hier überall, aber das sieht schon gut aus, Farbe haben. So, das lassen wir jetzt so. Aha, und ihr seht, das lohnt sich auf jeden Fall, Handschuhe anzuziehen. Dass die Kamera zwischendurch wackelt, kann ich leider nicht verhindern, denn ihr habt ja beim Aufbau gesehen, diese Tische sind sehr fragil, nenne ich sie mal, sehr wackelig. Und natürlich wackelt das, weil ich am Tisch mit der Leinwand arbeite und da auch der Handyhalter dran ist. Falls ihr da Ideen habt für eine bessere Lösung, haut sie gerne raus, gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. So, und jetzt nehmen wir einmal direkt das irisierende Pink. Jetzt bin ich sehr glitschig hier mit meinen Handschuhen. Wir gehen mal hier im Zickzack so mal hier durch. Dann das Blau. Fangen wir mal hier unten an und gehen hier so rüber. Das kann ganz gut werden. Falls ihr mich jetzt fragt, ob ich jemals einen Plan habe, meistens habe ich keinen. Ich mache das alles so ein bisschen nach Gefühl. Jinx malt ja auch ganz oft, ja, das sollte eher ein Kreis werden als ein Blobs. Müssen wir gleich nochmal was machen. Malt ja auch ganz oft so Symbole, ist natürlich hier mit flüssiger Farbe ein bisschen schwer. Ich es mir vielleicht in die kleinen Tuben abfüllen sollen. Aber auch hier gilt, hinterher ist man immer schlauer. So, bevor ich jetzt das Schwarz ins Spiel bringe, will ich einmal mit dem großen Rakel durch. Ich weiß nicht, gehe ich so rum? Gehe ich so, wie ich es gemalt habe, oder gehe ich genau entgegengesetzt? Also so. Ich denke, ich gehe entgegengesetzt. Ein bisschen höher halten. Hier seht ihr, hier habe ich zu flach gehalten, dann ist das verwischt. Das sieht aber auch echt cool aus. Ich denke, hier können wir ein bisschen Schwarz ins Spiel bringen. Ich nehme jetzt mal die Rührstäbe raus. Ja, einen kleinen Schluck. Nicht so viel, sonst wird das zu dunkel. Ich glaube, das Weiß haben wir nämlich schon aufgebaut. Ja, und hier unten haben wir schon das Dunkelblau. So, mal gucken, können wir da noch ein bisschen was rauskitzeln? Stimmt. Das machen wir einfach mal so. Das ist das Schöne in der Kunst, können wir ganz frei sein. Und ich hoffe, dass diese Pappkonstruktion unter meinem Tisch einfach standhält. So. So. Achso, falls ihr euch fragt, warum ich neuerdings hier eine Armstulpe angezogen habe, schaut euch gerne das Video zu meinem aktuellen Gesundheitsstatus an. Das bedeutet, mit dieser Armstulpe nehme ich einmal Rücksicht auf unsere zart beseiteten Mitmenschen. Muss ja auch nicht alles bei YouTube zeigen. Heute geht es um die Kunst und um nichts anderes. Oh, das sieht hübsch aus. Das gefällt mir schon richtig gut. Oh, hier haben wir eine Ecke vergessen. Da müssen wir nachher auf jeden Fall noch nacharbeiten und die Seiten auf jeden Fall auch. Und ich denke, ich will hier oben noch ein bisschen den Blau haben. Einen kleinen Schluck. Und dann gehen wir hier noch einmal durch. So. Und jetzt drehen wir es erstmal zu mir nach unten. Jetzt muss ich mich lang machen, um in die Kamera zu gucken. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wie gesagt, zum trockenen Ergebnis später
nehme ich euch auf jeden Fall mit. Okay, wir verlieren hier ein bisschen Rot. Das ist nicht schlimm. Ich hoffe, wir halten genug. Oh, das reicht schon. So, jetzt will ich oben in die obere rechte Ecke nochmal. Oh, das ist ja ganz schön eine Herausforderung für so einen kleinen Mensch wie mich, so eine riesige Leinwand hier zu halten. Und nicht alles dabei einzusauen. Ich habe natürlich Sachen angezogen, wo es nicht so schlimm ist, wenn da Farbe drauf kommt. Da muss man ja auch immer mit rechnen. Oh, die Ecke da oben ist geil, die will ich behalten. Die holen wir uns ein bisschen zurück. Seht ihr, da ist oben links. Ich nehme euch gleich mit. Ha. So, jetzt checken wir noch einmal die Ecken. Habe ich euch gut hingelegt? Ja. Nehme euch gleich mit. Und da könnt ihr die Farbe, die runtergetropft ist, einfach mit dem Finger so aufnehmen und dann an die Leinwand so dran tupfen. Das passt auf jeden Fall dann auch zum Farbmuster. Und es wird 100% glatt auftrocknen, also da gibt es dann keine Erhebungen oder so. Also wir würden jetzt hier mit schwerer, also Heavy Body Acrylfarbe arbeiten. Das ist Acrylfarbe, die halt sehr, sehr dickflüssig ist. Oder wir arbeiten mit Strukturpasse. Das kommt ja auch noch. Da habe ich euch ja gerade auch im Maleckenvideo kurz ein bisschen gespoilert und einen kleinen Ausblick gegeben auf die Dinge, die noch kommen. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe jetzt auch noch sehr viel Farbe übrig. Das reicht auf jeden Fall für noch ein Bild. Ich habe hier auch wieder sehr schön eingesaut. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, Handschuhe anzuziehen. Ich hoffe, ich denke da zukünftig dran. Diese Handschuhe kann man auch mehrmals benutzen. Das heißt, ihr lasst es einfach trocknen. Oder ich nehme jetzt gleich mal hier so ein Tuch. Ich habe nicht an alles gedacht vorzubereiten. Wir gleich mal so ein Tuch, wischt das einfach so ein bisschen ab. Wenn ich gleich die Kamera nämlich in die Hand nehme, will ich natürlich nicht mein Handy versauen. Das heißt, ich kriege mein Handy ja nicht raus. Ich weiß nicht, wie Ärzte, Krankenschwestern und Co. das machen, aber die wollen die wahrscheinlich nicht wieder benutzen. Aber gut. Nehmen wir das einmal alles raus hier. So, jetzt hatte ich auch irgendwo ein Tuch. Ah. So. Nur zur Sicherheit, dass mir nichts von der Acrylfarbe an mein Handy drankommt. So, dann hole ich euch mal von dem Handyhalter runter und schaut euch das an. Wunderschön. Kann ich mich richtig gut mit identifizieren, bin richtig froh. Oh, der kleine Tropfen hier, der ist mir gar nicht aufgefallen. Der hat sich da ganz frech breit gemacht, aber Jinx ist ja auch eine ganz freche. Und vor allem diese Ecke hier mit dem, ich hatte ja das dunkelblau und das lila gemischt, das ist sehr schön rausgekommen hier. Diese Ecke, das sieht aus, als wenn hier einmal diese kleine dunkle Seite, die in Jinx steckt, und ich denke, in jedem von uns steckt so eine Seite, die versucht hier Fuß zu fassen. Und hier einfach ein wildes Chaos. Hier sind die Wogen quasi etwas geglättet, das sieht sehr ruhig aus. Dann wird es wieder wilder. Das gefällt mir richtig gut. So, ich halte euch jetzt natürlich nicht so lange in der Hand, bis das Bild getrocknet ist, sondern fürs trockene Ergebnis kommen wir dann noch einmal zurück. Und ja, für euch wird es jetzt gleich nur ein Wimpernschlag dauern. Ich muss natürlich ein bisschen länger warten hier, bis das getrocknet ist, aber da sehen wir uns dann gleich wieder.
So, ihr Lieben, kommen wir zum trockenen Ergebnis. Und zwar habe ich die Leinwand einmal kurz vom Tisch runtergenommen. Ich zeige euch auch gleich wieso. Wir gehen jetzt einmal ganz nah dran. Ihr habt schon gesehen, hier ist so ein kleiner Punkt, der muss da irgendwann mal hingetropft sein. Und das Bild ist super, super spannend. Das hier oben ist meine Lieblingsecke. Da sehe ich mich auch schon mit dem Blau und dem Lila und dem Schwarz da nochmal ein separates Bild zuzumachen. Und was mir noch aufgefallen ist hier unten, da muss ich auch irgendwann mal getropft haben. Das ist jetzt aber gar nicht so schlimm. Mir gefällt einfach die Gesamtkomposition von diesem Bild gut. Das ist wild, alles versucht irgendwie hier so anzugreifen und ja, in der Inspiration dafür war ja Jinx und bei der ist natürlich auch sehr viel los in ihrem Leben. Jeder zerrt irgendwie gefühlt an ihr und sie weiß auch nicht so richtig wohin. Versucht zwischendurch, so wie hier oben, das wirkt ja eher ruhig, da ein bisschen Frieden zu finden. Das klappt auch nicht so ganz und dann kommen wieder irgendwelche Einflüsse so von außen und versuchen sie in eine Richtung zu drängen. Und das sieht einfach super spannend aus und auch die irisierenden Farben hier, das kommt sehr, sehr schön raus. Also man sieht den Schimmer. Ich hoffe, dass das jetzt auf der Kamera auch so gut aussieht wie in echt. Und zu guter Letzt nochmal meine Lieblingsecke und ich werde mit diesen Farben hier auf jeden Fall nicht mal noch ein separates Bild machen. Die sind einfach super cool. Ja. So, begeben wir uns einmal zum Tisch. Ignoriert einfach die Sachen, die da liegen. So sieht das jetzt nämlich aus nach unserem ersten Bild, was wir gemacht haben. Und selbst hier auf dem Tisch sieht das schon aus wie kleine Kunstwerke. Super cool. Das ist auch noch gar nicht getrocknet. Es ist jetzt 2 Tage nach dem Bild. Also das Bild braucht jetzt Tatsache 2 Tage zum Trocknen komplett. Und hier auf dem Tisch, das ist noch gar nicht zu Ende getrocknet. Man sieht, es schimmert noch ein bisschen und das nicht, weil es Glitzerfarben sind, sondern weil es einfach nass ist und noch nicht komplett durchgetrocknet ist. Hier seht ihr das gut, da die Spiegelung, das kommt halt, weil es noch nass ist, aber ich wollte euch das einmal gerne kurz zeigen. Ich bin schon gespannt, wie der Tisch aussieht, wenn wir hier ein paar mehr Bilder gegossen haben. Finde ich einfach super spannend, super interessant und ja, wie so ein kleines Lächeln bei der Arbeit. Einfach super cool. Ja. Wenn dieses Video rauskommt, sind es noch sage und schreibe 2 Tage bis zu meinem Geburtstag. Ich bin schon sehr gespannt, wie dieser Tag werden wird. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.